August 2022. Wir brechen auf in unser bisher aufregendstes Abenteuer. Mit ein wenig Vanlife-Erfahrung, Mut im Herzen und einer gewissen Abenteuerlust im Gepäck. Los geht's auf die Panamericana. Eigentlich ein klarer Auftrag. Einmal von Nord nach Süd. Doch das Schicksal hatte andere Pläne für uns bereit. Denn in Kanada werden Bekanntschaften zur Familie. Scheißkopf. Wir wollen länger bleiben. Und in den USA werden Probleme zu einem reinen Desaster. Also wir haben nicht die besten Neuigkeiten gekriegt, die wir gehofft haben. Also es fühlt sich an, als wenn unsere Option Abbruch, dass es das war mit der Panamericana und wir zurück verschiffen. Jede neue Idee, jeden neuen Ansatz, den wir haben, bringt uns 10 Minuten gute Laune und Hoffnung und nach einer Testfahrt ist es wieder... Irgendwie haben wir unseren Van wieder fit bekommen und starteten nach 1,5 Jahren Nordamerika unser Abenteuer in Südamerika, in Kolumbien. Wir entdecken einen Kontinent voller unfassbarer Schönheit, von endloser staubiger Wüste entlang der wilden Pazifikküste zu faszinierender und tausender Jahre alter Geschichte, Traditionen und Kulturen in den abwechslungsreichen Vegetationen. Von der Wüste bis in die höchsten Höhen der Anden. Ein Gebirge mit einer ganz eigenen Atmosphäre, die einen völlig in den Bann zieht. Aber auch hier warten nicht nur Highlights auf uns. Unser Durchhaltevermögen wird erneut durch einen Hundeangriff auf die Probe gestellt. Ein unschönes Erlebnis, das uns an unsere Grenzen bringt. Doch irgendwie ist jedes Hoch und Tief genau das, was unsere Reise ausmacht. Was uns über uns hinauswachsen hat lassen und uns neue Blickwinkel aufs Leben geschenkt hat. Erinnerungen und Stories, die wir nie wieder vergessen werden. Letzte Woche haben wir Kilometer 0 der Panamericana in Chile erreicht. Aber hier nimmt unser Abenteuer noch lange nicht sein Ende. Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Wir haben schon zusammengepackt, denn für uns geht es heute mit der Fähre wieder runter von der Isla Chiloé, wo wir letzte Woche verbracht haben. Und ich kann euch nur sagen, bleibt diese Folge dran. Es ist nämlich eine ganz besondere Folge. Wir sind auf die Fähre gefahren, Boot liegt direkt ab und wir haben jetzt 25 Minuten Zeit, um was zu essen. Festland! K-U-C-H
Henladen. Und was macht das? Kuchenladen. Svenny hat uns wieder was rausgesucht. Willkommen in Kleindeutschland, hier in Chile. Und wir holen uns jetzt einen leckeren Apfelkuchen und setzen uns dann hier an den Strand. Und eigentlich hätten wir noch Blick auf einen Vulkan, sogar 2 Vulkane. Aber leider ist es heute so bewölkt, dass wir keine Aussicht haben. Aber vielleicht klart es noch auf die nächsten Tage. Kuchen Nummer 1 auf jeden Fall erstmal. Gibt's mehrere heute? Nein, nicht heute, aber vielleicht die nächsten Tage. So. Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly getting past and we are lost inside our love affairs. We don't need the world, we just need us. What if we stay like this forever? These wine-colored days, summer is gone. Deep cold velvet night. Kuchen wie von Oma. Boah, ist ja die klatschig. Mega gut. Boah. Das sind so richtige Kuchen, die müssen nicht gut aussehen, weil sie so geil schmecken. Ja. Geil. Hier nur noch ein Kaffee. Kein Kaffee. So haben wir das auch gemacht. Wieder ein paar Kalorien reingezimmert. Alles für die gute Laune. Happy wife, happy life. So sieht's aus. Ja, man könnte vermuten, dass hier so ein paar deutsche Siedler sich mal niedergelassen haben. Viel Fachwerk haben wir aber nicht gefunden. Und das, was wir gefunden haben, sind wir uns auch nicht so sicher, ob es echt ist. Almost Fachwerk. Aber eine Kuckucksuhr gibt's. Wir sind schon relativ südlich und zwar am Startpunkt der Carretera Austral. Wir haben noch ein paar Erledigungen heute Morgen gemacht und machen jetzt gerade eine Pause hier mit Blick aufs Meer. Uns besucht gerade eine kleine Schulklasse, glaube ich. Die bekommen irgendwas erklärt. Deswegen sitzen wir auch nicht draußen, obwohl die Sonne scheint. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht genau neben der Schulklasse Da sitzen und Frühstücken. frühstücken. Das wäre doch irgendwie ein bisschen komisch, wenn wir Ja. uns da jetzt hinsetzen würden. Aber genau, deswegen machen wir uns jetzt schnell ein Frühstück und dann geht's los. Und gestern haben wir noch was erlebt. Das müssen wir gleich unbedingt erzählen. Das machen wir aber nach dem Frühstück. Nee, gestern haben wir noch was erlebt. Das erzählen wir im Podcast. Da müsst So. ihr mal reinhören. Ah, du bist ja clever.
ja, hat dann erst gegen den Van geklopft, hat dann sein Gesicht an die Seitentür, also an die Scheibe an der Seitentür gedrückt und irgendwas reingerufen und wir lagen beide schon im Bett, also nicht schlafend, wir haben gerade was geguckt. Die Brötchen sind echt der Knaller. Die gibt es so gut wie in jedem Supermarkt und in jeder Bäckerei und heißen Marraketas. Die sind quasi, das ist 1/4 davon. Und passt perfekt in Omnia. Es ist ein richtig, richtig schöner, herrlicher Ort. Die Schulklasse ist jetzt auch wieder weg und die Sonne ist draußen, kein Wölkchen am Himmel. Und wir dachten, bevor es richtig losgeht auf der Carretera Austral, erzählen wir euch erstmal von einem kleinen Projekt, was wir in den letzten Wochen hinter den Kulissen, wie sagt man das, hinter den Kulissen erstellt haben. Getrieben haben, gemacht haben. Und zwar haben wir jetzt einen Online-Shop. Ja, stimmt. Und unser allererstes Produkt in unserem Online-Shop ist ein A3-Wandkalender mit mit 12, nicht mit allen, aber mit 12 absoluten Highlights unserer Panamerikaner-Reise. Ja. Und ja, wir freuen uns einfach mega. Und wir haben sehr, sehr lange zusammengesessen, bis wir 12 unserer Lieblingsbilder rausgefunden haben und sind richtig stolz. Es ist richtig, richtig cool geworden. Es sind 12 absolute Highlight-Fotos. Wir konnten manchmal selbst gar nicht glauben, dass wir wirklich da gewesen sind. Und ja, für euch da draußen, alle, die Panamerikaner begeistert sind, die uns unterstützen möchten, die vielleicht irgendwann planen, die Panamerikaner zu reisen und das an die Wand hängen möchten Oder einfach nur Liebhaber von schönen Naturaufnahmen. Es sind alles sehr neutrale Naturfotos, die einfach wirklich spektakulär sind. Hin und wieder taucht Groot mal auf im Foto. Ja, das stimmt. Ja. Aber wir sind mächtig stolz und freuen uns, dass wir das irgendwie umgesetzt haben. Es hat tatsächlich deutlich länger gedauert, als wir dachten. Und haben jetzt eine kleine limitierte Auflage gemacht. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schlagt zu. Ja. Bestellt euch den Kalender. Ja. Das sollte ab jetzt gehen. Hoffentlich. Wenn alles geklappt hat, Doch. könnt ihr den jetzt bestellen. Ab jetzt könnt ihr den auf jeden Fall bestellen. Und der ist wirklich qualitativ auch sehr hochwertig geworden. Da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt. Ja. Dass man, wenn man sich den aufhängt, auch wirklich irgendwie Freude dran hat. Und aus der Ferne ist das manchmal auch gar nicht so einfach. Wir haben ihn haptisch jetzt auch gar nicht hier. Wir haben ihn aber an liebe Freunde gesendet, die das qualitativ überprüft haben und für uns jetzt auch Fotos und Videomaterial von dem Kalender zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen lieben Dank, Tommy und Hannah. Ja. Wir freuen uns schon auf unseren, wenn wir zu Hause sind. Ja, wir müssen ganz schön lange warten noch. Wir müssen noch bis Februar warten, aber ihr müsst auf keinen Fall so lange warten. Die warten schon darauf, versendet zu werden. Ja. Und schaut in unserem Online-Shop vorbei. Kauft fleißig 1, 2 zum Verschenken. Vielleicht wisst ihr ja auch jemanden, der gerne die Panamerikaner bereisen möchte oder der Naturlandschaftsliebhaber ist und gerne den Kalender aufhängt. So, das war's damit. Jetzt geht's tatsächlich auf die Carretera Austral. Ja. Und eigentlich schon fast gleich direkt auf die erste Fähre. Krass. Ja, ein paar Fährfahrten haben wir jetzt vor uns. Ja. Und nun müssen wir hier warten.
dann Kaffee und noch was zu trinken und genießen die Fahrt draußen. Wir haben uns direkt für einen 60 Kilometer Umweg auf Schotterpiste entschieden und sind hier links statt rechts abgebogen. Hoffentlich lohnt sich's. Super unangenehme Situation. Da war gerade eine kleine Baustelle und uns kam genau an der Baustelle, wo die Seite so aufgegraben wurde, LKWs entgegen. Und die wollten, dass wir da so rechts reinfahren. Und es sah aber sehr nass und sehr matschig aus alles. Und es war am Berg. Locker und tief Ja. und alles. Und wir so, nee, das geht nicht, ist no boss. Aber gleichzeitig hätten die LKWs auch nur 100 Meter rückwärts rollen müssen, wo wir hätten easy entspannt vorbeikommen können. Auf jeden Fall haben alle gesagt, doch, ihr könnt das. Und wir so, nein, wir können nicht. Und bis sie dann am Ende uns überzeugt haben, dass wir es mal probieren, weil eigentlich waren genug Fahrzeuge da, die uns hätten rausziehen können. Und wir sind super easy da drüber gerollt. Peinlich! Das war viel entspannter als alles, was wir hier die ganze Zeit fahren. Sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Und jetzt haben wir hier am Ende Tip Top Tear. TTT. Wir freuen uns nicht zu früh, aber wir nehmen jeden Kilometer, den wir kriegen können. Nur ein kleines Schild. Der Umweg hat einen Grund, und zwar, wie könnte es anders sein? Ich habe das Gefühl, unsere Reise besteht nur aus Thermkuchen, gutem Essen
Aber gibt Schlimmeres. Und schlechten Straßen. Peppi trinkt immer, wenn ich einen Take mache. Ja, wir sind bei der Therme angekommen und gönnen uns jetzt nach dem ersten harten Tag Carretera Austral. Schön ein bisschen Therme. Wir hatten hier einen richtig schönen Abend und machen uns schon auf den Weg weiter entlang der Carretera Austral, beziehungsweise wir müssen erstmal wieder zurück zur Carretera Austral. Und ja, Kaffee ist bereit, die Aussicht und the view kann kommen zum Gucken. Traumhaft jetzt schon, der Blick nach vorne. Ja. Zuerst wollten wir so einen großen Umweg nicht fahren, aber allein für den Ausblick entlang des Weges hat es sich einfach gelohnt und die erholenden Quellen und leckere Pizza ein Bonus on top. Nach der ruckelnden Schotterstraße haben wir den Weg schnell wieder zurückgefunden und schlängeln uns jetzt weiter entlang der Carretera Austral zur nächsten Fähre. Dieses Mal ist eine Reservierung notwendig, die wir noch nicht haben. Mal sehen, ob wir auch spontan draufkommen. Kann man dann auch gut drehen oder so? Also, okay. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hier liegt hier unten. So unspektakulär ist es. Wir stehen jetzt hier am Hafen von Horno Biren, heißt das, glaube ich, der kleine Ort hier. Und von hier aus geht die nächste Fähre. Diese Fähre ist sehr gerne ausgebucht. Das wussten wir irgendwie teilweise, aber irgendwie dachten wir sind auch ein bisschen Off-Season unterwegs und man bekommt noch einfacher einen Platz und haben uns jetzt nicht so doll im Voraus drum gekümmert. Sie ist jetzt aber schon ausgebucht und ich dachte, wir fragen mal nach, wie das so abläuft, wenn man keine Reservierung hat. Und ja, für heute ist es gar nicht mehr möglich, aber wir könnten morgen früh kommen, warten, denen Bescheid geben, dass wir keine Reservierung haben und wenn da noch Platz ist, dürfen wir noch mit drauf. Das werden wir jetzt auch wohl versuchen. Wir haben jetzt hier aber auch ein Schild Baños, Toilets, Duchas, Showers entdeckt. Und ich glaube, wir gehen einfach mal spontan duschen. Na dann. Wir stehen jetzt hier noch in einem kleinen Ort. Frisch geduscht. Horno Ripen oder sowas. Frisch geduscht. Haben uns hier an den Strand gestellt.
und sind wieder in derselben Gesellschaft wie gestern Abend und bauen jetzt auf, denn wir haben unseren Patreon Community Call. Juhu! Endlich wieder. Ja, freuen wir uns schon sehr drauf. Mit allen Patreons, die wir haben, die dabei sein wollen, die sich einwählen Und Zeit haben. und Zeit haben. Komm, Kann losgehen. kann losgehen. Hallo! Hallo. Alle wieder super pünktlich. Wie schön. Cool, dass ihr alle da seid. Wir haben jetzt richtig nette, über 2 Stunden, glaube ich, mit unseren Patrons gequatscht, mit einigen davon. Vielen lieben Dank, dass ihr teilgenommen habt. Es war wieder ein richtig schöner Call. Bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und Peppi und ich, wir gehen jetzt den Kopf lüften. Basti hat irgendwie letzte Nacht nicht ganz so gut geschlafen und macht deshalb noch ein kleines Nachmittagsschläfchen. Und ja, Peppi und ich, wir laufen jetzt hier einmal durch den Ort. Vorne steht die Fähre, die wir hoffentlich morgen nehmen werden. Hier gibt es ein kleines Café und ich habe mir einen Kaffee geholt und Basti bekommt einen Sticker von der Ruta 7. Und hier auf jeden Fall an der Außenwand sind schon einige Sticker von Oberländer. Ich habe aber noch keinen erkannt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Basti morgen da einen von uns aufkleben wird. Also, wenn ihr hier vorbeikommt, das Café ist hier unten auch am Hafen, versucht mal Neuland-Stories zu finden. Und während ich jetzt meinen restlichen Kaffee aussippe, mache ich uns ein richtiges Wohlfühlessen. Und zwar Spätzle. Spätzle mit Soße. Wow. Dankeschön.
so lange unterwegs keine Spätzle gemacht. Und Spätzle ist einfach daheim. Das war lecker und ein perfekter Abschluss für diese Woche. Yes. Einmal Wohlfühlessen zu einer aufregenden Woche. Das war wirklich eine aufregende Woche. Kann man nicht anders sagen. Nee, kann man nicht anders sagen. Und wir müssen natürlich noch zum Abschluss dieses Vlogs einmal kurz auf unseren Wandkalender hinweisen. Ja, nochmal kurz Werbung machen. Falls ihr nicht das Video schon unterbrochen habt, um schon mal in unserem Shop vorbeizugucken, dann macht das auf jeden Fall jetzt. Wir packen den Link auch unten in die Beschreibungsbox www.neuland-stories.de/shop. Da gibt es unseren Kalender ab jetzt verfügbar. Und ja, solange der Vorrat reicht. Yes. Und falls ihr irgendwie noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenk sucht und nicht wisst, was ihr schenken sollt, wie wäre es dann mal mit einem schönen Wandkalender von der Panamericana? Richtig oldschool. Richtig oldschool, aber schon cool. Ja. So, das dazu. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wie immer ein Like da lassen, ist doch klar. Und wenn ihr schon länger zuschaut oder vielleicht auch neu seid und noch nicht abonniert habt, dann lasst uns doch mal ein Abo da. Da würden wir uns natürlich wie immer riesig drüber freuen. Denn die Videos gibt es immer kostenlos und ihr würdet uns damit sehr, sehr unterstützen. Und wir haben ja auch ein Emoji der Woche, was immer unten in die Kommentare kommt. Dieses Mal ein Kalender. Genau. Haut den Kalender unten rein. Genauso wie das Support-Herz. Das ist gar nicht unangenehm gerade gewesen. Wieso? Ein Kalender. Gott, ist mir nicht mal aufgefallen. Gott. So. Ja, wir hoffen, dass wir morgen die Fähre nehmen können. Ja. Oder irgendwann die nächsten Tage. Wer weiß das schon. Ist auf jeden Fall ein anderes Reisen jetzt angesagt. Und sagen wir mal so, für morgen haben wir auch noch kein Ticket. Mal schauen, ob das klappt. Bisschen mehr Vorausplanung braucht Ja. es wohl die nächsten Tage. Aber ja. So, wir haben schon unseren Endphrase, hatten wir doch schon fast. Ja, stimmt. Also, Wir wollten nur einen Ausblick geben auf nächste Woche. das stimmt. So, dann bis nächste Woche. Schaltet gerne wieder ein, wir würden uns freuen. Danke. Ende.